Was haben Luke Skywalker, Spider-Man und Simba gemeinsam? Sie alle folgen einem Drehbuchkonzept namens Heldenreise. Der Held oder die Heldin der Geschichte durchläuft eine schwere Reise mit Hürden und Tests und am Ende kommen sie verändert und siegreich hervor. Sie waren auserwählt für etwas Besonderes. Genauso verläuft auch Kays Geschichte in Blade Runner 2049. Nur der Unterschied bei ihm ist, er ist absolut gewöhnlich. In diesem Video begebe ich mich auf die Suche nach der Besonderheit in der Gewöhnlichkeit. Mein Name ist Julian und willkommen auf Filmplanet. Jeder hat es schon mal erlebt, egal ob in einem Buch, einem Film, vielleicht sogar einem Comic, die Stationen der Heldenreise. Joseph Campbell war einer der ersten, der sich die Mühe gemacht hat, sich so gut wie alle beliebten Geschichten anzuschauen und herauszufinden, was sie gemeinsam haben. Dabei stellte er fest, sie folgen alle irgendwie dem gleichen Schema. Er nannte es Monomythos oder auch Heldenreise. Also wie sieht die Heldenreise aus? Anfangs gibt es immer eine gewohnte Welt. Wir lernen, das ist Normalität. Aber dann folgt ein Ruf zum Abenteuer. Irgendetwas ist passiert oder hat sich verändert, was den Helden dazu auffordert, die Initiative zu ergreifen. Meistens weigert er sich anfangs noch, aber dann geht's irgendwann los und nach dem Überqueren dieser ersten Schwelle gibt es kein Zurück mehr. Der Held lernt dabei Freunde und Feinde kennen. In der tiefsten Höhle angekommen ist die Gefahr am größten und der Held ist einfach besiegt. Erschöpft, er kommt nicht weiter. Doch dann klingelt's bei ihm. Er hat irgendetwas erfahren, sei es Wissen oder einen Gegenstand bekommen. Und jetzt läuft alles super. Er kann zurückkehren, das Böse besiegen und ist der eine besondere Auserwählte, der das Imperium stürzt oder zum rechtmäßigen König ernannt wurde oder die Welt von den Maschinen befreit. Es handelt sich dabei um Geschichten, die wir alle wiedererkennen. Dabei müssen nicht alle Stationen vorhanden sein und auch nicht in der immer gleichen Reihenfolge geschehen, um diese Stories auf diese Weise schon mal erlebt zu haben. Und mit dieser Wiedererkennung gehen gewisse Erwartungen einher. Wir erwarten, dass der Held es schafft, am Ende siegreich hervorzugehen und das Böse zu besiegen. Das Publikum identifiziert sich damit und wir stellen uns vor, der oder die Auserwählte zu sein. Und wie sieht es bei Blade Runner 2049 aus? Auch hier sind die Stationen der Heldenreise wiederzuerkennen. Wir lernen Kay in seiner gewohnten Welt kennen. Er ist ein Replikant, ein biotechnologischer Android mit der Seriennummer KD6-3.7. Er ist fabriziert, seine Erinnerungen sind alle künstlich eingesetzt und er muss gehorchen. Er kann gar nicht anders. Seine Aufgabe als Blade Runner besteht darin, andere Replikanten, die nicht gehorchen, zu töten. Doch dann findet Kay heraus, dass eine verstorbene Replikantin scheinbar ein Kind zur Welt gebracht hat. Das müsste aber unmöglich sein. Replikanten sind gebaut, sie können keine Kinder kriegen. Kay wird damit beauftragt, das mittlerweile erwachsene Kind aufzuspüren und zu töten. Bei seiner Investigation stößt Kay auf mehr und mehr Hinweise, dass womöglich er das Kind ist, der auserwählte, besondere, geborene Replikant. Eine Figur namens Anna Stelline bestätigt ihm, dass seine Erinnerung gar nicht künstlich ist, sondern echt. Sie ist echt, das bedeutet, dass er echt ist und er folgt einem Ruf zum Abenteuer. Er hört plötzlich auf zu gehorchen und flüchtet von der Polizei. Er überquert damit eine Schwelle und macht sich auf nach Las Vegas, um seinen noch lebenden Vater zu suchen. Dabei begleitet ihn seine Freundin Joy. Sie ist noch künstlicher als Replikanten. Sie ist nur eine KI in Form eines Hologramms. Aber Kay hat eine Verbindung zu ihr. Sie ist seine einzige Bezugsperson. Daraufhin begibt sich Kay in die tiefste Höhle, wo seine Gegnerin Love Joy tötet, seinen Vater entführt und Kay zum Sterben zurücklässt.
Soweit, so typisch. Doch hier ändert Blade Runner etwas an der Formel. Statt Kays Reise in gewohnter Vorgehensweise abzuschließen, werden die Erwartungen durchbrochen. Wir erkennen nicht wieder, was geschieht. Eine Replikantin, die bei der Geburt des Kindes dabei war, verrät ihm nämlich, dass ein Mädchen geboren wurde. Er ist gar nicht der auserwählte, besondere, geborene Replikant. Er ist einfach nur ein biotechnologischer Android, wie Millionen andere, mit einer Seriennummer KD6-3.7. Er ist einfach nur gewöhnlich. Die geborene Replikantin ist Anna Stelline und es war ihre Erinnerung, die echt war. An dieser Stelle weicht Blade Runner vollkommen von dem Schema des auserwählten Helden ab. Kay ist gar nicht der erste geborene Replikant. Er wird keine Replikantenrevolution anführen oder den bösen Schöpfer der Androiden stürzen. All diese großen Dinge tut er nicht und doch ist seine Geschichte bedeutsam. Besiegt und erschüttert begibt er sich zu seinem Fahrzeug und dann sieht er Joy. Aber es ist nicht seine Joy, so viel ist ihm klar. Sie ist nur ein riesiges pinkes Werbehologramm, was verdeutlichen soll, wie künstlich Joy doch war. Aber Kay erkennt, seine Joy war nicht künstlich. Sie hat sich entschieden, Kay zu begleiten und ihr Leben zu riskieren. Sie war für ihn da. Egal, was sie am Ende wirklich war, Kays Liebe für sie war real. Und er versteht nun, wenn sie es schafft, real zu sein, sich aus ihrer Funktion zu befreien, dann schafft er es auch. Genau wie Joy entscheidet er sich zu handeln, etwas zu tun, wofür er nicht gemacht worden ist. Er rettet eine Person und vereint sie mit seiner Tochter. Mit dieser Tat eines gewöhnlichen Replikanten macht er sich selbst zu etwas Besonderem. Genau das versucht uns Blade Runner 2049 wiedererkennen zu lassen. Eine Figur oder besser noch eine Person zeichnet sich nicht durch ihre Vorgeschichte aus, sondern durch ihr Handeln. Die Heldenreise findet sich nicht nur in Geschichten besonderer Figuren wieder, wie Luke Skywalker oder Neo, sondern auch wir können unsere eigene, besondere Geschichte schreiben. Selbst wenn wir ganz gewöhnliche, biotechnologische Androiden sind. Vielen lieben Dank fürs Anschauen. Blade Runner 2049 ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsfilme, was viel zu wenig Geld an den Kinokassen gemacht hat. Ich hoffe, dieses Video konnte zumindest einige motivieren, dem Film nochmal eine zweite Chance zu geben oder es sich überhaupt zum ersten Mal anzuschauen. Habt ihr auch irgendeinen Lieblingsfilm, was so ein ähnliches analytisches Videotreatment abbekommen sollte, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich schaue es mir dann mal an und vielleicht findet sich so ein Video schon bald hier auf dem Kanal wieder. Ansonsten einen wunderschönen Tag noch oder Nacht oder Abend. Bis bald.